Hallo liebe Freunde von Sei Schlau und Ciao. Und zwar heute geht es um eine DeLonghi Kaffeemaschine, und zwar das Modell Magnifica S. Und zwar hier wird beklagt, dass vorne kein Kaffee mehr hier rauskommt. Wir haben jetzt erstmals Wasser in den Wassertank gegeben und haben die Maschine jetzt mal gestartet und werden schauen, was hier der Fehler ist. Also die Brühenheit fährt mal einwandfrei, kein Schwerganger oder sonstige Verklemmung vorhanden. Oh je, die Pumpe hat zu kämpfen. Und vorne kommt auch schon mal kein Spülwasser heraus. Jawohl. Ja, wie wir jetzt das Ganze beheben, dass hier vorne wieder Wasser durchgespült wird, beziehungsweise dass auch wieder Kaffee rauskommt, das Ganze zeige ich euch nach dem Intro. Ja, so wie es aussieht, haben wir eine totale Verstopfung oder die Pumpe ist defekt, aber ich vermute auf eine Verstopfung, denn es kommt auch hier kein Wasser in die Schale und die Maschine geht dann auf Störung und die Lichter oben vorne blinken. Das heißt, wir werden jetzt erstmals das Gerät öffnen und dazu haben wir hier hinterhalb 4 Schrauben, eigentlich sind es 5 Schrauben, die wir hier lösen und dann können wir die Abdeckung nach hinten schon abziehen. Wenn wir alle Schrauben hinterhalb entfernt haben, dann können wir auch schon den Seitendeckel hier nach hinten abziehen und dann sieht man schon die ganzen Ventile. Hier können wir im Restwasserkanal erstens schon mal Kalk feststellen und ich vermute, wenn man hier genau hinsieht, ist dieser Schlauch bzw. das Ventil, dieser Schlauch total verkalkt. Wir werden das Ganze jetzt hier, diese Klammer, lösen. Am besten nimmt man hier eine Spitzzange. So, wir schließen die Klammer hier weg und nehmen den Schlauch schon mal hier raus. Und hier kann man schon ordentlich erkennen, dass der Schlauch verkalkt ist. Und auch hier darin können wir schon feststellen, dass relativ viel Kalk vorhanden ist. Wir werden diesen Schlauch jetzt mal verfolgen und schauen, wo dieser hingeht. Und dann werden wir das mit Luft durchblasen. Ja, danach werden wir gleich einen Kalker in den Wassertank geben, einen puren Kalker, und werden dann die Maschine durchspülen und etwas stehen lassen und schauen, ob dann die Maschine wieder funktioniert. Dazu lösen wir jetzt auch noch die zweite Klammer hier und werden das Anschlussventil hier entfernen, und auch hier können wir schon wieder feststellen, dass alles voll Kalk ist. Ja, die Heizung sieht auch verkalkt aus. Ich werde das Ganze jetzt mal sauber machen und ansonsten, ich werde auch jetzt hier die Heizung noch durchspülen, sprich ich werde auch hier die Klammer hier entfernen und das Ventil auch hier abschließen. Und dann kann ich mit Luftdruck hier hineinblasen und schauen, ob hier oben was durchkommt. Jawohl, Wasser kommt unterhalb schon mal raus. Also hier ist wesentlich viel Kalk mit Schmutzwasser herausgekommen. Auch hier können wir schon sehen, dass hier alles verkalkt ist. Und ja, wir werden das Ganze jetzt auch noch den Schlauch noch verfolgen und
auch hier durchreinigen. Denn hier oben, oberhalb der Maschine, sollte sich noch ein Ventil befinden und auch dieses wird ziemlich sicher verkalkt sein. Ja, dazu müssen wir hier erstens diese zwei Schrauben noch lösen. Das sind zwei Kreuzschrauben und dann können wir, soweit ich weiß, die seitliche Schraube noch lösen und den Wassertank müssen wir auch hier entfernen. Und dann können wir hier auch die Rückwand oder die Seitenwand nach hinten abziehen. Und dann befindet sich auch hier noch eine Kreuzschraube. Wenn wir alle Schrauben rundherum entfernt haben, dann können wir hier den Wasserhahnregler nach vorne hin auch abziehen. Bitte nicht diesen Ring hier verlieren und dann kann man schon quasi das Oberteil hier anheben und nach hinten abnehmen. Jawohl. So, ja genau. Und zwar hier kann man schon gut erkennen, dass dieser eine Schlauch hier geht da vorne drauf. Das heißt, wir werden auch hier den Schlauch lösen und auch hier durchspülen und schauen, was dabei an Kalk rauskommt. Damit wir hier dahin kommen, da müssen wir hier die Abdeckung oben etwas anheben, damit wir hier noch eine Kreuzschraube haben und hier, dann kann man das ganze Bedienelement vorne hin wegnehmen und wir kommen hier sehr gut zum Anschluss. So, ja, also dieser Ausbau vorne können wir in diesem Falle jetzt stehen lassen, weil ich habe hier gerade reingeblasen und es pfeift unten schon raus. Also war ziemlich sicher hier diese Heizung alleine verkalkt. Ich werde da jetzt etwas Entkalkungsmittel reinspülen, direkt jetzt sofort und werde das Ganze dann wieder anschließen und noch einmal mit purem Kalker die Maschine durchspülen. Ja, und man kann jetzt hier schon ordentlich feststellen, wie sich das Ganze auflöst und sich die Wege in den Heizungen wieder frei macht. Wir haben jetzt hier einfach puren Kalker genommen, hier etwas reingespült und ja, das haben wir auch alles schön ordentlich wieder sauber gemacht. Wir werden das neu einfetten, die Dichtungen, und dann wieder zusammenbauen, beziehungsweise das Gehäuse draufstecken und schauen, ob wir jetzt hier vorne Wasserbezug haben und auch wieder ein Spülgang möglich ist. Ich habe jetzt die ganzen Dichtungen hier gefettet, alles schön wieder zusammengebaut und jetzt werden auch wir hier unten, die Dichtungen haben wir auch gefettet und werden das Ganze hier auch sauber machen, was wir auch gemacht haben, und dann führen wir auch hier unten den Ventilzapfen hier da wieder drauf und schließen dann auch wieder die Klammer an. Ja, jetzt ist relativ viel Kalk rausgekommen. Wir werden jetzt gleich einen Probelauf starten. Ich habe jetzt auch schon den Wassertank hier vorbereitet, habe hier puren Kalker hineingegeben und werde jetzt halt einfach da mal ordentlich durchspülen, auch dann die Maschine etwas stehen lassen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmals, ob das Ganze überhaupt Durchgang hat und ob die Maschine spült. Ich werde die Maschine jetzt in diesem Zustand hier lassen. Ist natürlich immer gut, wenn ein Schutz oder so vor Ort ist, aber ich werde das Ganze hier gleich auch noch auf Dichtheit überprüfen und ihr sollt natürlich nie unter Strom arbeiten. Ja, nachdem wir jetzt alles gestartet haben, werden wir jetzt gleich hier einen Probelauf starten.
So, das Spülgang funktioniert schon mal einwandfrei, schon klar und sauber. Und jetzt, jawohl, die Warnzeichen hier erscheinen alle nicht mehr und die Maschine ist somit wieder einsatzbereit. Ich werde das Ganze jetzt noch in Entkalkungsmittel stehen lassen und ja, die Maschine dann wieder zusammenbauen. Kurze Info wollte ich euch noch da lassen. Sollte das Ganze bei euch immer noch nicht funktionieren, könnt ihr auch noch hier den Membran von der Pumpe hier abdrehen und reinigen. Und ihr könnt auch hier den Flowmeter, die Schläuche abziehen und den Flowmeter auch nach hinten abziehen und auch das mit Kalk überprüfen, sowohl auch hier die Schläuche. Aber da in diesem Fall hier alles schön so sauber und ordentlich war die Verstopfung im hinteren Bereich. Ja, die Maschine funktioniert. Ich baue sie zusammen und werde noch 2-3 Probekaffee machen. Dazu setzen wir den Deckel hier wieder drauf. Achtet bitte auch, dass hier die Führung vom Mahlwerk für die Fein- und Grobeinstellung direkt in der Führung liegt. Und dann können wir das Ganze schön nach unten drücken, bis wir hier wieder mit den Schrauben auf dem Gehäuse hier auflegen. Dann können wir hier schon links und rechts vorne wieder diese 2 Schrauben hinzugeben und auch hier diese 2 Schrauben. Dann können wir hier den Wasserhahn nehmen. Achtet bitte, dass ihr die Feder hier zur Verfügung habt und dann stecken wir ihn hier so senkrecht nach oben direkt wieder auf den Ventilzapfen. Habt dazu ein bisschen Feingefühl und dann ja, steckt das Ganze wieder so drin. Wenn wir wieder alle Schrauben angeschraubt haben, dann können wir schon hier den Seitendeckel nehmen. Und zwar raschen wir diesen von unten so hoch und schieben den ganzen nach vorne. Jetzt sind wir in der Führung und danach können wir dann, nachdem wir die andere Seite den Deckel wieder montiert haben, hier dasselbe Spiel. Wir führen das Ganze von unten so hoch, bis wir da überall in der Führung drin sind und dann nach vorne. Immer darauf achten, dass schön alles in den Führungen liegt und hier nichts heraussteht. Ja, dann können wir schon die Rückwand hier nehmen und machen dasselbe Spiel hier von unten hoch und drücken das Ganze dann ans Gerät. Und dann können wir schon wieder hier diese 5 Schrauben hinzugeben. Wenn wir alle Schrauben wieder hinzugefügt haben, dann geben wir etwas Bohnen in den Bohnenbehälter, damit wir gleich auch einen Probelauf starten können. Ja, dann können wir das Gerät wieder einschalten und wenn das Gerät aufgeheizt ist, können wir schon hier mal einen Probelauf starten. Jawohl, meine Freunde von Sei Schlau und Ciao. Es sieht sehr wunderbar aus. Ja, wenn euch das Video gefallen hat oder ich konnte euch helfen, diesen Fehler einzugrenzen, diesen Satzbehälter, dieses Rufezeichen und dieser Wasserlampe. Wenn ihr den Fehler habt und ich konnte euch helfen, würde es mich sehr freuen, wenn ihr ein Like oder ein Abo da lasst, damit ihr keine weiteren Technikvideos mehr verpasst.